Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Jennys Live. Heute Morgen war es ja recht kühl, aber es ist jetzt wieder einfach schön geworden und ich wollte euch mal unbedingt diesen Ausblick zeigen, weil letzte Nacht hat es so gescheppert und gedonnert und geblitzt und du dachtest echt, die Welt geht hier unter. Das passiert hier manchmal in Alanya, aber ich sage euch eins: Wenn das dann vorbeigezogen ist und schaut euch das mal bitte an, dann schaut das Ganze so aus. Könnt ihr das bitte sehen? Das ist einfach grandios, so schön. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ja, ich liebe es immer noch und jeder Tag ist anders. Das ist nicht gleich. Jeder Tag ist anders und es ist einfach wundervoll. Und apropos wundervoll, jetzt komme ich auch zum Thema dieses Videos. Was ist noch wundervoll? Und ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, was vermisse ich denn aus Deutschland? Und ich sage euch, was ich vermisse. Das ist ein deutscher Döner. Ja, ich oute mich. Ich liebe Döner. Ich liebe einfach Döner. Und egal, also es ist so lustig, ich habe so viele Videos gesehen, wo einfach Leute sagen, der Dönerpreis, es ist so gestiegen. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr einfach kostengünstiger einen gesünderen deutschen Döner machen könnt. Und das machen wir jetzt zusammen. Ich habe nämlich brutale Cravings und mit diesem einfachen Trick, und der Döner wird nicht länger wie 10 Minuten dauern. Insgesamt mit Vorbereitungszeit, ich verspreche es euch, 15 Minuten wird das Ganze dauern. Und ihr habt einfach einen richtig gesunden Fitness-Snack, würde ich fast schon sagen. Dazu mit guten Kohlenhydraten, mit Gemüse und mit auf jeden Fall Protein. Und deswegen machen wir das jetzt. Und ich zeige euch, wie man hier in der Türkei einen deutschen Döner ganz leicht bekommt und vor allem für, würde ich behaupten, unter 6 Euro. Also, los geht's. Was darf bei einem guten Döner natürlich nicht fehlen? Ich weiß, man hätte es auch selber machen können, aber ich habe ja gesagt, ich will einen guten Döner innerhalb von unter 15 Minuten haben. Deswegen habe ich jetzt keine Pita gebacken und ihr seht ja, wie groß das ist. Ich habe die jetzt hier. Oberköy ist zum Beispiel hier so eine Marke, aber die sind relativ dick. Deswegen kann man die auch super schneiden und dann hat man das perfekte Fladenbrot. Und hiermit, mit diesem Ding hier, werde ich das dann auch original lecker, crunchy, knusprig toasten. Das finde ich richtig gut. Aber wer jetzt sowas zum Beispiel nicht zu Hause hat, das ist kein Weltuntergang. Ihr könnt es einfach im Ofen warm machen oder im Toaster oder sogar im Airfryer habe ich das letztens auch mal gemacht. Also es funktioniert alles wunderbar. Ja, und der deutsche Döner ohne die klassische Joghurtsoße und ihr müsst nicht mit dem Knoblauch sparen, das ist das Beste. Ja, ich habe hierfür einfach Labne verwendet. Labne ist ja auch eine Form von Joghurt. Ich glaube, also ursprünglich habe ich mal so ein Video gesehen, wird das quasi daraus geronnen aus gestandenem Joghurt. Also habe ich mal irgendwie sowas gehört. Also auf jeden Fall macht es die komplette Konsistenz einfach cremiger. Ich finde es ein bisschen leckerer. Dazu habe ich dann eben ein bisschen Joghurt dazu gefügt. Und natürlich jede Menge Knoblauch, das darf nicht fehlen. Und natürlich dann die frischen Kräuter vom Bazar, also ganz wichtig, Dill und Maydanoz. Und wusstet ihr eigentlich, es gibt ein türkisches Sprichwort. Und dieses türkische Sprichwort heißt Her şey maydanoz olma, was so viel bedeutet wie sei nicht eine Petersilie, also misch dich nicht überall ein. Im Kroatischen heißt es, glaube ich, Vegeta. Da gibt es so ein Gewürz, es ist Vegeta. Also sei nicht überall Vegeta oder misch dich einfach nicht überall ein. Deswegen seid nicht immer eine Petersilie. Aber Petersilie hier drin ist schon echt sehr, sehr lecker. Und ja, das ist richtig, also duftet einfach gut. Das Ganze ist gemischt, also ihr müsst das eben gucken nach Konsistenz, wie euch das Ganze taugt. Und dann einfach ein paar Gewürze, also ein bisschen
Pulverbier rein, also ein bisschen Schärfe. Magst du extra scharf oder nicht so scharf? Das müsst ihr natürlich entscheiden. Ansonsten ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, Gewürzen je nach Geschmack und ansonsten jede Menge Knoblauch. Ich habe davor nie wirklich viel Knoblauch gegessen, aber seitdem ich hier in der Türkei lebe, Knoblauch, lecker. Dann natürlich hier der gute Salat mit bisschen Rotkohl. Finde ich auch super geil. Gehört einfach ein Döner rein. Und neben Knoblauch, was darf natürlich noch nicht fehlen? Die gute Zwiebel. Ja, es ist einfach lecker. Ich habe auch verschiedene Variationen mal gesehen, wo die auch schon die Zwiebel bereits in die Knoblauch-Joghurtsoße machen. Aber ja, ich finde Zwiebel, also ich glaube in den original deutschen Döner gehört einfach die Zwiebel so in der Scheibe rein. Und diese Tomaten. Und ja, ich liebe einfach diese türkischen Tomaten. Tomaten sind hier einfach das Geilste. Ja, Tomaten sind einfach love it. Bisschen Salz drüber und dann mega. Das gute Gürkchen darf natürlich auch nicht fehlen. Dann Hackfleisch. Mageres Hackfleisch kaufen. Ja, ich habe das natürlich hier ein bisschen gewürzt, also auch eben hier wieder mit Salz, Pfeffer, bisschen Zwiebelpulver habe ich reingemacht. Ich mag das halt nicht mehr so grobkörnig ist. Und wieder ein bisschen Pulverbier. Auf jeden Fall reicht das jetzt für hier 2 Sopitas aus. Genau. Und das sind eigentlich auch schon alle Zutaten, die ihr braucht. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich diesen Döner dann machen werde. Auf jeden Fall Backpapier, ja, ich habe sogar noch die deutsche Version oder beziehungsweise nein, ich habe das hier vom Rossmann gekauft, deswegen ist es auf Deutsch. Backpapier-Zuschnitte verwenden. Ich habe gestern einmal eine Art Test gemacht. Das war mir ein bisschen zu dick und heute versuche ich eben eine Version, wo ich das ganze Fleisch ein bisschen dünner mache und deswegen bin ich schon ganz gespannt, ob mein Plan auch aufgeht. So. Ich will, dass das dann natürlich auch hier wirklich eine richtig schöne, dünne Form hier wird. Deswegen werde ich das jetzt erstmal hier so ein bisschen glatt streichen. Heute backen wir mal Fleischplätzchen. So komme ich mir irgendwie gerade vor. Das siehst du mal, habe ich doch Nudelholz gehabt. Ihr braucht auf jeden Fall Nudelholz. Muss richtig schön dünn werden hier. So. Na? Ich mache das tatsächlich jetzt doch anders. Ich will ja, dass das schön perfekt wird hier. Jetzt habe ich mir doch ein zweites Papierchen hier geholt. Das muss richtig schön dünn werden, ne? So sollte das dann ausschauen. Und jetzt rollen wir das quasi hier einfach so zusammen. So richtig schön hier zusammenrollen, ne? So, und ab damit aufs Backblech. Ich war ja heute schon im Gym, ne? Ich habe ja heute Beine trainiert. Aber dieses Rollen, ne? Oder auch diese Frauen, wenn die hier ihr Gösleme und so machen, heftig. Die brauchen echt Kraft. Du brauchst echt heftige Muckis in den Armen, ich sag's euch. Wahnsinn. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich komme mir auch wieder vor, irgendwie so, als ob ich so 3 wäre. Ich habe immer gerne mit Play-Doh gespielt. Kennt ihr Play-Doh? Das Knetmasse. Das fand ich auch immer geil. Oh, ich freue mich da schon so lecker drauf. Döner ist, glaube ich, echt so. Das ist so lustig, als ich in den USA war. Ne? Ich habe mit einem gesprochen, so, hey, was in Deutschland? Ne? Und dann so, ja, wo warst du in Deutschland? Ja, Berlin, Munich, Oktoberfest, ganz klar.
Ja, und was war dein Lieblingsessen? Döner. It was Döner. Und ich so, hä? Das ist doch nichts Deutsches. Aber da seht ihr mal, wie krass eigentlich dieser Döner in Deutschland integriert ist. Aber es ist einfach, eigentlich ist es echt simpel, aber es ist so gut. Und ich hoffe, ihr macht das jetzt alle nach. So, auf jeden Fall platziert ihr das jetzt hier. Und dann kommt das hier rein für circa bei 250 Grad Umluft, ja, so circa 8 bis 10 Minuten. So, in der Zwischenzeit hitze ich jetzt mal hier mein Brötchen auf. Das glaube ich das ist eine gute Idee. Und dann befüllen wir unser Ding. Oberköli machen auch übrigens hier in der Türkei richtig leckere Nachspeisen. Das können die echt richtig gut und ist richtig lecker. Gerade diese Torten seht ihr immer bei Migros oder so drin. So, die Zeit ist um. Komm mal ein bisschen näher. Pass auf dein Gesicht auf. Wie das schon riecht, sehr gut. Schau mal. Sehr gut. So. Und jetzt, es ist noch sehr heiß, aber seht ihr das, wie dünn das ist? Schaut mal, und das ganze Fett kann dann natürlich hier komplett weg. So. Was kommt in den Döner zuerst rein? Die Soße gern. So, jetzt reißen wir das natürlich hier noch so in Fetzen. Ihr seht ja wirklich, wie dünn das hier ist. So, und dieses Fleisch hier schneiden. Gürkchen, Zwiebeln, Soße. Ich bin ein absoluter Soßenmensch. So Leute, ich werde mir das jetzt schmecken lassen mit der Sonne im Gesicht. Sehr gut. Ihr seht, innerhalb von 15 Minuten habt ihr wirklich einen super leckeren Döner mit Nährwerten, Inhaltsstoffen, wo ihr einfach wisst, was drin ist, wie viel drin ist. Den hier, diese Größe, würdet ihr für ca. 5 € bekommen. Und in diesem Sinne, schreibt mir unbedingt in die Kommentare rein, ob ihr selber schon mal hier Döner gemacht habt, wie ihr das Rezept findet. Wem das Video gefallen hat, der darf dem Video gerne ein Like geben, mir ein Abo dalassen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich lasse mir jetzt meinen Döner schmecken und ja, bis zum nächsten Mal.